Heute im Drag Race wird es wieder richtig spannend, Leute. Denn wir haben BMW gegen Audi, M2 gegen RS3, Reihen 6-Zylinder gegen 5-Zylinder, mehr Leistung gegen weniger Gewicht. Los geht's! Ich glaube, man kann definitiv sagen, wann immer Audi gegen BMW antritt bei uns auf dem Channel im Drag Race, da ist richtig Feuer drin. Da gibt es richtig viele Diskussionen und das macht auch immer enorm viel Spaß. Und ich glaube, heute dieses Duell ist ein spannendes, denn so genau weiß man nicht, wer hier gewinnt, wenn man sich mal die Daten anschaut. Klar, Leistung spricht für den BMW, aber beim Drag Race kommt eben nicht nur die Leistung zum Tragen, sondern die Traktion ist wichtig und auch das Gewicht. Und Gewicht ist der Audi im Vorteil. Also es ist ein Duell, das wird definitiv spannend und richtig auf Augenhöhe, und ich werde auf jeden Fall den Audi fahren. Tobi ist wieder mit dabei, kriegt noch eine gute Einweisung, dass er den BMW im Griff hat, und dann geht's los. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen im RS3. Hier fühle ich mich natürlich wohl, hier kenne ich mich aus. 5-Zylinder-Motor, absoluter Traum. Ich denke, gerade Traktion sollte heute meine große Stärke sein. Gegen den BMW, der aber natürlich dann oben raus vielleicht schon nochmal die Muskeln spielen lässt. Also das wird, glaube ich, wieder so ein Duell. Darf man sich nicht zu früh freuen. Eine Sache, die muss ich sagen, da ist der Audi besser. Jetzt schon mal, bevor es losgeht, ist die Aktivierung der Launch Control. Leute, jedes Drag Race, das wir mit BMWs machen, erfordert wirklich meistens öfters Runs, weil erstmal man viele Sachen einstellen muss, bis die Launch überhaupt funktioniert. Und dann will die teilweise einfach nicht. Und deswegen, ihr wisst, ich schätze BMW sehr, aber das ist echt ein Vorschlag, macht es einfacher. Macht das wie die meisten Hersteller, du bist im Sportmodus, drückst Bremse, Gas, los geht's. Nicht, ich muss hier noch das einstellen, MDM, dies, das, bla bla bla. Macht keinen Spaß. Bei dem hier, S-Mode rein, Bremse, Gas, los geht's. So, herzlich willkommen im BMW M2. Oh, also ich muss schon sagen, allein das Reinsitzen hier ist schon echt krass, wie eng dieser Sitz ist. Also da ein paar Kilo mehr, da hast du auf jeden Fall ein Problem. Heute das Duell RS3 gegen M2. Meine Prediction ist, ich glaube, dass der Audi das macht, weil ich das Gefühl habe, dass das Ding nicht richtig launcht. Bei BMW immer ein bisschen schwierig, die Launch-Kontrolle einzustellen. Aber Auto an sich super schön, auch richtig geil. Ich sehe jetzt auch zum ersten Mal Natura, diesen langgezogenen Bildschirm hier mit den 2 Displays. Richtig, richtig cool. Und soundmäßig, glaube ich, brauche ich mich auch nicht verstecken. Are you fucking ready? Yes. Ja, das klingt noch nicht so überzeugt, Junge. Freunde, kleine Aufgabe an euch. Klickt mal ganz kurz unten auf Abonnieren. Das tut gar nicht weh, aber dann verpasst ihr kein Drag Race mehr und unterstützt mein Team und mich. Dankeschön. Komm, wir fangen mal an, machen wir einen geilen Soundcheck. Du legst vor, ich komme danach. Ich kann ganz hoch drehen. Ja? Wahnsinn. Meinst du, dass ich das nicht kann? Warte mal. Nee. Ich will im Stand hochdrehen können. Ja, geht nicht ganz hoch. Wir sind bei 3,5, 3,6 ist Ende. Ja, aber trotzdem. 5-Zylinder klingt einfach toll, macht Spaß, ist ein Motor, der nach wie vor einfach ein brutales Standing hat. Okay, Freunde, dann wollen wir mal Viertelmeile rennen. Wie immer, ihr kennt das schon. Erst die kurze, dann die lange Distanz. Er kratzt sich schon am Kopf, er ist schon wieder überfordert mit den ganzen Einstellungen, sag ich dir. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und Tobi kriegt die Launch nicht hin. Das macht mich wahnsinnig. Es ist so nervig. Wieso geht das nicht ordentlich bei diesen BMWs? Ich meine, wenn die gehen, gehen die gut. Aber die wollen halt wirklich nur jedes zweite Mal, wenn überhaupt. So, los geht's. Oh, und viel besserer Launch. Oh, ich komme dann vom Fleck. Aber zumindest hat es funktioniert. Wo ist der Kollege? Tobi, wo bist du? Ja, vielleicht kommt hinten raus meine Stärke noch.
Ja, leck. Das tut ja beim Zuschauen weh, sage ich dir. Eieieiei. Das muss ich sagen, habe ich jetzt so nicht erwartet, tatsächlich. Also es freut mich ja, dass die Launch funktioniert hat, aber hat sie auch funktioniert, oder? Also das, was ich gesehen habe, hat sehr funktioniert. Aber ich hatte sehr, sehr viel Wheelspin am Anfang. Und danach ging es eigentlich recht gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die ein bisschen aufgeholt, aber wenn der Start natürlich schon nicht gut ist, dann hole ich die auch nicht mehr. Also meine 0 auf 100 Zeit 3,5 und Viertelmeile 11,79. Ja, 3,5 ist natürlich brutal. Ich habe 4,4. Ja, da muss halt schneller losfahren. Also, wir machen das ja wie immer auch für die Zuschauer zu Hause. Na? Wir fahren immer mit ganz kalten Reifen den ersten Run. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns beide kurz die Zeit, Temperatur reinbringen, schön die Reifen aufwärmen und dann gibt es den nächsten Versuch. Okay, 700 Meter Run. Okay, Tobi hat einen deutlich besseren Start jetzt. Ich bin immer noch vorne. Alter, komm. Ein bisschen besser weggekommen, aber immer noch nicht so, wie es sollte. Aber jetzt komm. Meine 0 auf 100 ist nicht wirklich besser. Oh, er kommt. Tobi kommt. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Ja! Ja! Es hat gereicht, Junge. Nein. Aber es liegt nur an dieser Launch Control. Wenn die besser wäre, dann wäre ich auch hinten raus besser. Boah, das war nochmal spannend zum Ende, du. Da habe ich kurz gedacht, dass du mich noch kriegst. Tatsächlich war meine 0 auf 100 ein Ticken schlechter jetzt. Und im Ziel waren 17,05 Sekunden. Wie lief es bei dir? Alles grün. 0 auf 100, 4,2. Ich habe immer ein bisschen Wheelspin. Vielleicht kannst du mir sagen, was ich jetzt noch deiner Meinung nach anders machen soll, wenn ich zu viel Wheelspin habe. Noch mehr Traktionskontrolle oder weniger. Ansonsten 700 Meter seit 17,21. Also hast du das Gefühl, dass er zu viel oder zu wenig regelt? Zu wenig. Ich glaube, er dreht durch am Anfang, dann hoch. Ja. Dann stell es gerne noch ein bisschen höher in. Ja. Und mach noch mal wirklich bring noch mal richtig Temperatur rein, nimm dir die Zeit. Da einfach immer schön ein bisschen bremsen, Gas geben, ne? Weil die Bremse strahlt ja dann auf den Reifen ab, das generiert Temperatur und natürlich mit jedem Mal beschleunigen geht wieder Kraft drauf und ja, das hilft dann einfach. Das ist auch immer Fluch und Segen, wenn man viel einstellen kann. Ne? Man hat jetzt natürlich die Möglichkeit, mit BMW viel mehr einzustellen, das ist schön. Aber du kannst es halt theoretisch auch falsch einstellen oder vielleicht nicht richtig treffen und das ist gar nicht so leicht immer. Hier bei mir, ich gehe einfach auf RS-Modus, habe alles auf Sport oder maximal halt eingestellt. Und jetzt warte ich, bis Tobi sich wohlfühlt. Alright, schauen wir mal, ob es jetzt besser klappt bei Tobi. Ampel geht an. Oh, wieder besser weggekommen. Alter! Oh. Wieder besser weggekommen als Tobi, aber 3,6 nur auf der Uhr. Und er kommt. Immer noch 4,1, ist immer noch viel zu langsam. Aber komm schon, es wird doch nur ein bisschen gehen jetzt. Er kommt. Er kommt. Zu fix. Wie war dein Launch? Besser als vorher, aber immer noch nicht auf deinem Niveau. Also da komme ich einfach nicht hin. Also ich war tatsächlich auch einen Ticken schlechter 0 auf 100, aber meine 700 Meter Zeit hat sich auf 16,99 verbessert. Ich bin bei 17,22. Ist aber schon eine Thematik, die kennen wir von den letzten Drag Races ja auch. Also Heckantrieb BMW auf Low Grip Setting, wie jetzt hier auf diesem Flugfeld, tut sich einfach schwer und dann verlierst du natürlich das Momentum. Ich meine, der geht oben raus besser, keine Frage, aber der RS3, ich muss nicht mal warm fahren. Ich stelle mich hin und das Ding peitscht nach vorne und 0 auf 100 habe ich jedes Mal 3,5, 3,6 auf der Uhr. So, machen wir Rolling Race. Ich glaube, da ist die besten Chancen. 2, 1, go! Ja, ich bin auch mal was heute! Boom, 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 boom! Shit. Das ist genau, was ich befürchtet habe. Ja, da habe ich ihn. Da ist die Stärke von BMW einfach diesmal. Also oben raus, das passt dem besser, aber Low Grip, Heckantrieb ist halt einfach. Aber
was ich auch sagen muss, das Auto macht saumäßig viel Spaß. Also da dickes Lob an BMW. Richtig geiles Auto. Qualität, Verarbeitung, alles. So sau, der fällt an mir vorbei. Also ich gratuliere dir nochmal zu einem Sieg am Abschluss. Den hast du auch wirklich jetzt verdient. Hast du nochmal reingehängt. Ja, ich habe nochmal alles aus mir rausgeholt, gerade eben bei meinem Rennen. Aber wie du es vorhin schon gesagt hast, Low Grip, Heckantrieb ist einfach für den nix. Und wir haben wirklich kalte Temperaturen, ist ein bisschen feucht in der Luft. Aber trotzdem, geiles Duell, geht an den Audi, aber trotzdem sehr schöne Autos, beide. Oh, Leute, knapper Sieg im Gesamt, im Rolling Race verloren. Ich glaube, man kann sagen, 2 wunderschöne Fahrzeuge. An der Stelle vielen Dank an unseren Partner Kraska Automobile. Die haben uns diese Autos gebracht. Ich glaube, der M2 ist zu verkaufen sogar, oder? Ist alles verlinkt unten. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr nach solchen Autos sucht. Und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert, welche Drag Races ihr noch sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.